Ups. Ihr seht, hallo Dampferfreunde, heute stelle ich euch den in Jahre kommenden Apokalypse Generation 2 vor, aber nicht von Armageddon, sondern ein Klon. Alles weitere gleich. So, dann sind wir zurück. Also, das ist wie gesagt die Apokalypse Generation 2, aber als Klon. Ich weiß, der ist jetzt in den Jahre gekommen, aber ich habe gesehen, dass dieser Klon etwas anderes ist als die anderen Klons. Scheint wohl besser verarbeitet zu sein. Und das werden wir jetzt, wie gesagt, anschauen. Wir packen erstmal hier das hin. Das ist, wie gesagt, das kommt in so ein schönes Bag. Und in dieser Bag ist, wie gesagt, der Klon. Also die Apokalypse, der RDA. Und ein Tütchen mit Schraubenzieher, Dichtungen und so weiter. Sonst ist nichts mehr weiteres drin. Dann kommen wir zuerst mal zu den Tütchen. Also im Tütchen selbst sind 2 Ersatzschrauben, ein Schraubenzieher und mehrere O-Ringe. Und ganz wichtig, für Leute, die einen Skonker haben, sogar einen Skonker-Pin. Den kann man also, wie gesagt, hier unten einfach austauschen und da könnte man die auf eine Skonker draufsetzen. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Kommen wir mal zu diesem Teil. Also, so sieht der aus. Na, mal gucken, ob ich da hochkomme. Fokussiere mal bitte. Jawohl. Na, so sieht die also aus. Ich versuche mal näher ein bisschen dran zu gehen. So. Und noch mal ein bisschen. Ja, also, warum es kein Original ist, hier unten ist kein Schriftzug drauf. Alles andere, wie gesagt, das Zeichen scheint gleich zu sein, aber die Farbe gibt es, oder das Muster gibt es im Original natürlich auch nicht. Dann schauen wir uns erstmal das Gerät komplett an. Also, es hat eine 15er Grip Tip, das ist natürlich auch schwer rauszuziehen. Ja, also 15er Grip Tip, da können dann auch die Größen dabei. Dann kann man, wie gesagt, die Klappe öffnen hier. Dann sieht man zum Beispiel auch, wie bei dem Original. Ich habe den Original zwar noch nicht gesehen, aber auf also von Videos hat der hier 3 Einschluss, also sogenannte Luftschlitze, 1, 2 und 3. Die erkläre ich euch gleich kurz. Dann kann man hier das Deck nochmal abmachen und sieht man erstmal, dass es jetzt nur der sogenannte Deck ist, also die Verbindung. Und hier drin, ich versuche mal ranzukommen, da ist eine Kante, wo man die Basis nachher anschließend schön, wie gesagt, reingeht, und die passt auch nur in diese Position. Das heißt, es geht nicht komplett durch. Und so kann man sie auch nicht verwechseln, dass die, wie gesagt, verkehrt rum eingebaut ist. Das geht nämlich gar nicht. Hier geht das nämlich nicht. Also kann man die nur so einbauen. Schauen wir uns ja mal das Deck an. Also, so viel ich weiß, hat der originale Apokalypse, der RDA, hier 2 unterschiedliche Schrauben. Das heißt, ich glaube, die sind hier mit Farben unterlegt bei dem Original.
Manche Clones, die ich gesehen habe, haben hier oben aber ganz schlimme Schrauben und die sind hier unten in der Form nicht gut verarbeitet worden. Aber wenn man das mal hier so anschaut, ich gucke mal, ob ich näher rankomme. Na, fokussiere mal bitte. So. Sieht man, dass die Schrauben und die Verarbeitung doch ziemlich gut ist. Also sogar sehr gut verarbeitet. Innen drin sieht man natürlich die Fräseinrichtung, also ist klar, aber man sieht hier hinten auch, dass die Isolierung wunderbar klar, also wunderbar ist und auch, wie gesagt, keine Unterschiede zum vorherigen Original. Also wunderbar. Keine Luft, also keine größere oder kleinere, die passen genau perfekt rein und wie gesagt, die Schlitze von den Schrauben sind auch einwandfrei. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, warum das, ob jetzt wirklich ein Original ist, aber ich denke mal nicht. Wie gesagt, das Original hat eben zwei unterschiedliche Schrauben mit Farben versetzt und das ist hier nicht der Fall. Ja, das ist eigentlich alles generell. Wie gesagt, man kann hier dann anschließend auch noch die Schraube rausdrehen und anschließend dann den Skonker-Pin, den wir hier haben, wie gesagt, einschrauben. Die Dichtungen sind wie gesagt für hier und für hier oben eine Dichtung. So, warum jetzt eigentlich die Lüfterschlitze ein bisschen anders sind. Auf dem Deck hier vorne sind auch hier und hier Lüftungsschlitze. Diese RWA hat die Möglichkeit mit 2 Coils oder nur mit einem Coil betrieben zu werden. Benutzt man 2 Coils, dann kann man die Luftschlitze so regulieren, dass die rechts und links offen sind. Benutzt man aber nur einen Coil, dann kann man die Dinge so hinsetzen, dass die Coil, wie gesagt, nur hier zum Beispiel jetzt gehen soll, aber hier auf der Seite ist das zu. Damit kriegt nur diese eine Coil die sogenannte Luft. Bei 2 Coils, wie gesagt, dreht man einfach in die nächste Position, dann hat man hier 2 unterschiedliche, also 2 Luftschlitze. Diese Luftschlitze sind auch leicht zu regulieren. Wenn man ganz langsam das dreht, dann sieht man, dass die Luftschlitze auch immer kleiner wird. Also ich kann wirklich bis gar keine Luft, bis eben Luft, wie viel man haben möchte, dort einregeln. Und das gilt bei beiden Seiten hier. Das liegt eben daran, weil die Luftschlitze, wie gesagt, so eine, ja, welche Form das ist, weiß ich nicht, kurz klein auf groß ausgefräst sind. So, jetzt ist es abgekühlt. Jetzt werden wir ein Stück Watte einsetzen. Da ja hier unten, wie gesagt, als Tröpfler komplett alles voll wird mit dem Zeug, müssen wir die Watte natürlich bis da unten hin füllen. Und da müssen wir am besten ausrechnen, wie viel Watte man ungefähr braucht. Wenn ich sage, das ist ungefähr die Mitte, dann sollte man so, ich weiß nicht, circa 6, 7 Zentimeter abschneiden. Man kann aber auch, wie gesagt, mehr abschneiden. Dann führt man kurz, wie gesagt, die Watte so ein, versucht die hier rauszuholen, bis ungefähr die Mitte ist. Andere Seite genauso.
hatte noch vergessen zu sagen, wie der Deckel drauf ist. Also, ja, das, wie gesagt, fertig ist jetzt auch, denke ich mal, genug eingesaugt. Ihr nehmt die Kappe, die Löcher, wie gesagt, tut ihr so hin, dass die Löcher mit den Coils übereinstimmt und schiebt den einfach hier runter. Die Luftschätze könnt ihr genau, also die Kappe tut ihr auch einfach ganz normal drauf. Guckt, ob dann beide offen sind. Es sind beide offen. Ich habe jetzt hier die iJoy mit 64 Watt und mal gucken, ob das nicht zu viel ist oder was werden wir jetzt natürlich feststellen. Wie gesagt, mein Fazit. Es ist also noch zu wenig Dampf drauf. Ich denke mal, das Ding kann man hier höher. Das hat also 0,19 Ohm, die zwei Coils. Ich habe jetzt mal 73. Ist schon, ja, mehr. Dann gehen wir bei 80. Ups. Ihr seht, er funktioniert einwandfrei. Geschmacklich muss ich sagen, ist dieser Klon doch eigentlich respektabel, weil die 5 Jahre alt, wie der ist, doch, also doch. Und Dampf macht er auch, wie gesagt, bei 80 Watt. Doch, also der Flash kommt. Also ich spüre das. Also man merkt schon, dass man, wie gesagt, hier genug Dampf erzeugen kann. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten. Ich wollte eigentlich andere Coils einsetzen und die haben nicht ganz funktioniert, weil doch zu klein ist. Also ich sage jetzt mal folgendermaßen, dieser Coil, also dieser RBA ist doch sehr gut verarbeitet. Keine also nicht die Stellen wie damals dieser Klon, den ich gesehen habe auf dem Video. Das ist hier nicht. Wunderbar schön verarbeitet. Das ist schon mal positiv. Geschmacklich habe ich auch, wie gesagt, das kein Problem mit. Die Farbe, wie gesagt, gefällt mir wunderbar. Der Drip-Tip kann man noch so lassen oder eben, wie gesagt, man kann mit einem Adapterstück anschließend andere 15er Drip-Tips aufmachen. Was ich sehr schön finde an diesem Gerät positiv ist, dass man die auch auf ihr Skonker benutzen kann. Wunderbar finde ich das. Negativ, ja, also eine Kleinigkeit negativ ist es. Die Schrauben sind ein bisschen zu kurz. Wie gesagt, ich wollte vorher die Juggernauts einbauen und irgendwie hat das nicht geklappt. Ich musste die höher schrauben und schon fielen die raus. Damit konnte ich die Juggernauts nicht arbeiten und deswegen habe ich andere kurz benutzt und habe dann eben andere eingebaut. Ja, doch, ich bin also positiv überrascht, dass der trotz des Klons doch gut schmeckt. Und dann tun wir noch ein bisschen was drauf, damit er nicht so schnell jetzt trocknen ist. Und mein Fazit wäre auf jeden Fall, auch wenn er jetzt 5 Jahre alt ist, kann man den immer noch gut gebrauchen und kaufen. Also warum nicht? Man muss ja nicht immer denken, dass alte Verdampfer nicht funktionieren. Ich finde ihn gut. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem Crow 3 oder sonstiges, aber doch, natürlich gut für einen Zweiercoil. Gut, ich denke mal, mehr habe ich über den noch nicht zu sagen. Ach doch.
Eins vergessen. Das ist ein 24 mm Durchmesser. Das habe ich total vergessen. Nicht 22, sondern 24 mm Durchmesser. Das habe ich total, wie gesagt, vergessen. Aber gut, jetzt ist es gesagt. Wenn ihr das Video eigentlich interessant fandet, lasst ein Like da und für ein Abo wäre ich auch sehr dankbar. Und ich würde sagen, liebe Dampferfreunde, bis zum nächsten Dampf. Tschüss.